First, we all think we know and understand behavior. I have a PhD in psychology. I have 3 degrees in psychology. As was mentioned in the introduction, I've published experimental work with non-humans, with kids, with adults. I've written theoretical articles in a variety of different journals. I've published 3 books. I'm invited to talk all over the world. I'm not bragging. I'm telling you that when I am in a conversation with somebody about human behavior and they ask my opinion, which is an educated opinion, I would hazard to say, they frequently go, well, I don't agree with you. Or that's your opinion. Now imagine if I were an astrophysicist and someone asked me about the recent discovery of gravitational waves predicted by Einstein's theory. And I told them, and they said, oh, well, that's cool, that's your opinion. I don't think that's what really happened. Nobody would do that. But when you're an expert on human behavior, everybody's equal. Everybody's a psychologist. I'm sure you all know this. Dann nochmal offiziell an alle herzlich willkommen zum heutigen Teamspeak-Treffen. Heute ist der 7. Juli 2017 und wir wollen jetzt diese Reihe zu menschlichem Verhalten abschließen und da haben wir uns eine ganz kurze Zusammenfassung gedacht und dann Fragen-Beantwortung dazu. Und dann haben wir noch so einen Spezialgast heute dabei, kommen wir dann später drauf, wenn es um die Fragen geht. Als erstes haben wir ja angefangen mit Genen, Evolution und Instinkten, so in die Richtung. Und da habe ich mal aufgeschrieben, heutzutage sagen wir häufig, zum Beispiel eine Krokodilmutter, die kümmert sich um ihre Krokodilkinder und frisst die nicht, weil die einen Mutterinstinkt hat. Und wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet, das ist ja nicht wirklich eine Erklärung, weil woran machen wir denn fest, dass die einen Mutterinstinkt hat? Nämlich daran, dass sie sich um die Jungen kümmert und die nicht frisst. Eine bessere Erklärung dafür wäre vielleicht, dass die Tierarten, die sich nicht um ihre Jungen gekümmert haben oder die gefressen haben, die existieren heute einfach nicht mehr. Da hat man dann den Faktor Umwelt reingebracht und das ist dann eher eine Erklärung, als sich einfach auf das zu beziehen, was man sowieso schon gesehen hat, nämlich, dass die ihre Jungen nicht frisst. Anderes Beispiel wäre, dass Lachse instinktiv flussaufwärts schwimmen. Das ist ja auch nicht wirklich eine Erklärung. Besser wäre das vielleicht dann zu sagen, die orientieren sich anhand der vorbeiziehenden Schatten. Die richten sich anhand der Schatten aus, praktisch, die da durch die Wellenbewegung auf dem Fluss sich auf dem Boden zeigen. Genauso ein Problem, dieses Verständnis, das heute viele Leute haben, davon, wie Gene funktionieren. Da wird häufig gesagt, ja, das Verhalten ist doch genetisch oder das hast du von mir geerbt. Da ist auch wieder die Frage, woran machen wir das denn fest? Einfach nur daran, dass wir uns die Ursache nicht erklären können meistens. Ein anderes Problem in die Richtung ist, wir beschäftigen uns häufig damit, was im Kopf anderer Menschen vorgeht und haben da aber auch wieder eigentlich gar keine Ahnung. Wir können das ja gar nicht überprüfen. Wir sagen zum Beispiel, jemand isst, weil er gerade Hunger hat. Aber woher wissen wir denn, dass der Hunger hat? Weil wir den gerade essen sehen. Und besser wäre es vielleicht zu sagen, dass der seit den letzten 10 Stunden nichts gegessen hat und dass das dadurch einfach wahrscheinlicher ist, dass er jetzt was essen wird. Anderes Beispiel wäre noch, früher haben die Leute gesagt, dass ein Stein, der von einem Turm geworfen wird, zum Beispiel immer schneller nach unten fällt, weil er sich freut, nach Hause zu kommen. Also ich bin jetzt so geistig bei den alten Griechen. Heute sagen wir allerdings immer noch, jemand läuft schnell nach Hause, weil er sich freut, nach Hause zu kommen. Und das ist dann halt auch wieder fraglich, woran wir das festmachen. Oder wir sagen heute, jemand entscheidet sich, zu Hause zu bleiben. Das ist ja ebenfalls keine Erklärung. Die Frage wäre ja, warum entscheidet der sich für eine Sache und gegen eine andere Sache? Deswegen sind wir dann so ein bisschen auf einen wissenschaftlicheren Ansatz der Erklärung von Verhalten gekommen, nämlich, dass so die Erklärung von Verhalten irgendwie mit der Umwelt zu tun haben muss, dass man sich auf die Umwelt beziehen muss, weil man da beobachten kann, was da vor sich geht. Wenn man sich nur auf unüberprüfbare Vermutungen oder ich nenne es mal Magie bezieht, dann kann man alles behaupten, aber solange man das nicht überprüfen kann, hat das halt nicht viel Wert. Und so als Beispiel jetzt aus der Verhaltensanalyse, was da vielleicht mit Verhalten zu tun haben könnte, das sind so genannte etablierende Operationen, also dass der Grad der Sättigung oder der Deprivation bezogen auf den Verstärker spielt eine Rolle oder die Lerngeschichte oder die Evolution oder der Verstärkerplan, der genutzt wird und solche Dinge, das sind halt eher objektive Faktoren für Verhalten, weil die kann man in der Umwelt sehen und beobachten. Worauf wir dann auch noch gekommen sind, ist, wenn man einigermaßen das akzeptiert, diese wissenschaftliche Psychologie und so ganz grob zumindest verstanden hat, dann kommt daraus vielleicht die Frage, wie man denn Verhalten kontrollieren kann und in welche Richtung das kontrolliert werden sollte. Weil dieser freie Wille, jemand entscheidet sich für etwas oder so, das ist halt fraglich, wenn man das genauer anschaut. Und dann ist die Frage, wenn wir aber keinen freien Willen haben, in welche Richtung soll es denn dann gehen? Das wäre erstmal die grobe Zusammenfassung und jetzt kommen wir zu unserem Spezialgast. Vielleicht sagst du, Christoph, mal, wer du bist überhaupt? Ja, ich bin Christoph Bördlein. Ich bin seit 2 Jahren Professor
Professor für Psychologie im Bereich der sozialen Arbeit an der Hochschule in Würzburg. Davor habe ich auch mal richtig gearbeitet, also in Psychologenjobs gearbeitet, Berufsförderungswerk, psychosozialer Dienst und solche Sachen. Ich habe ursprünglich ganz normal an der Uni in Bamberg Psychologie studiert und Psychologie in Deutschland war schon damals in den späten 80ern und ist heute auch noch vor allen Dingen kognitive Psychologie, also die gerade das verinnerlicht hat, was du vorhin schon angesprochen hast, dass nämlich unsere Gedanken und Gefühle das sind, was das Verhalten auslöst, also diese Idee von dem inneren Agenten, der sogenannte Mentalismus, beherrscht die Psychologie. Ich bin zur Psychologie gekommen, weil ich mich sehr für Wissenschaft interessiert habe, schon als Jugendlicher und war ein bisschen enttäuscht von dieser Form von Psychologie, die ich da im Studium kennengelernt habe, weil das war für mich keine so richtige, 100%ige Erklärung und bin eigentlich erst nach dem Studium und eigentlich erst so im Lauf meiner Promotion, meiner Doktorarbeit draufgekommen, dass es etwas, von dem ich bislang nur so als Geschichte der Psychologie erfahren habe, die sogenannten Behavioristen, dass es die tatsächlich noch gibt und dass das jetzt durchaus nicht auf den Schrotthaufen der Ideengeschichte gehört, sondern dass das, wenn man es richtig weiß, was da eigentlich gesagt und gedacht wird, dass das durchaus dem näher kommt, was mich so als naturwissenschaftlich interessierter Mensch früher mal zur Psychologie gebracht hat. Das heißt, ein bisschen spät kam diese Entdeckung der sogenannten Verhaltensanalyse für mich. In meinem jetzigen Job kann ich das ein bisschen verwirklichen, weil die Form der sozialen Arbeit, die ich unterrichte, die nennt sich verhaltensorientierte soziale Arbeit und da haben die Verhaltensanalytiker und Behavioristen ziemlich viel zu sagen. Also das zu meiner Person. Ich glaube, ihr seid auf mich aufmerksam geworden über ein Buch, was ich dazu geschrieben habe, Einführung in die Verhaltensanalyse. Gibt in Deutschland meines Wissens jetzt keine großartig weiteren Bücher, die in der Art, wie es auch der englischen Sprache behandelt wird, die Behavior Analysis, also die Verhaltensanalyse behandeln. Ja, und ich freue mich hier sprechen zu können. Ich freue mich, dass sich da auch andere Leute außer meinen Studierenden, die das ja irgendwie auch ein bisschen müssen, für dieses Thema interessieren. Ja, und wir freuen uns, dass du da bist. Hast du das praktisch im Studium sehr auch so erlebt, dass in Deutschland das eher so verrucht ist oder was weiß ich, oder als Quatsch angesehen wird, diese Verhaltensanalyse so als Anekdote? Weil das habe ich auch gehört. Also ich habe jetzt ja nicht Psychologie studiert, aber ich habe zumindest mich mal mit 2 Psychologiestudentinnen unterhalten. Direkt niedergemacht wurde das nicht, aber es wurde zum einen, würde ich mal sagen, falsch dargestellt. So ein paar Dinge, die Skinner zum Beispiel angeblich behauptet hat, dass er eben ausschließen würde, dass Menschen Gedanken und Gefühle haben. Das war so die Extremversion, bis hin zu, dass man es aus der Untersuchung ausschließt, was ja der sogenannte methodologische Behaviorismus, und das ist mehr so der Behaviorismus nach Watson, dass man das verbreitet hat und das erschien mir natürlich unbefriedigend, weil weswegen man Psychologie studiert, ist ja, weil man das eigene Innenleben auch so ein bisschen beschäftigt. Man möchte wissen, woher kommt das Denken, Fühlen und so weiter. Und wenn es dann heißt, da gibt es eine Form von Psychologie, die schließt das aus, dann frustriert das dann ein bisschen. Und anderer Punkt war, dass ich natürlich im Studium auch unter dem Namen operantes Konditionieren die Sachen, die ich jetzt als Verhaltensanalyse kenne, schon ein bisschen kennengelernt habe und dabei eigentlich immer gemerkt habe, so die Erklärungen von Verhalten oder psychischen Phänomenen, die ich so kennengelernt habe, da waren eigentlich so die am operanten Konditionierten orientierten eigentlich immer so die mich so am meisten überzeugt haben, wo ich so, ja, das ist so eine echte Erklärung. So kognitive Erklärungen, die liefen meistens darauf raus, dass irgendwas nicht im Gehirn, das wäre ja noch gut gewesen, sondern dass so irgendetwas, der Skinner nennt das Explanatory Fictions, also Erklärungsplacebos, so in der Art, warum tut er das? Weil er ein bestimmtes Motivationsniveau hat. Und das fand ich sehr unbefriedigend, weil das nicht eine richtige Erklärung war. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass mich als Jugendlicher auch sehr die Evolutionstheorie begeistert hat. Und das, finde ich, ist so eine richtige Erklärung. Die erklärt, wie du es in der Einführung erklärt hast, warum frisst die Krokodilmama ihre Jungen nicht auf, wenn sie das tun würde, also wenn sie eine Veranlagung dazu geerbt hätte von ihren Vorfahren, das zu tun, dann gäbe es die Krokodile nicht mehr. Und das ist eigentlich eine viel befriedigendere Erklärung, als einen Instinkt anzunehmen, den ich nicht auf andere Art und Weise noch nachweisen kann. Das ist ja nochmal was anderes, wenn ich sagen kann, da gibt es noch andere Belege für. Das Argument mit dem Hunger, das Beispiel ist vom Skinner auch, das du vorhin genannt hast. Woher wissen wir, dass er hungrig ist? Weil er isst. Warum isst er? Weil er hungrig ist. Das ist ein bisschen sehr plakativ, muss man sagen. Man kann bei Hunger natürlich, aber das ist dann eher Physiologie, natürlich schon ein paar Sachen feststellen. Also kann feststellen, dass bestimmte Hormone und sonstige Sachen sich bei dir im Körper verändert haben. Aber darum kümmert sich die kognitive Psychologie nicht, sondern sie hat solche Erklärungsfiktionen. Und das ist, wie gesagt, sehr unbefriedigend. Also zu deiner Frage, wie wurde der Behaviorismus dargestellt? Er wurde jetzt nicht direkt niedergemacht, aber er wurde ein bisschen billig verkauft und als Geschichte dargestellt. Das haben die früher geglaubt und das gibt's jetzt nicht mehr. Und ich habe dann irgendwann mal so angefangen, ein bisschen
aus Trotz eigentlich Bücher von Skinner zu lesen. Einfach deshalb, weil ich immer gehört habe, oh, Skinner, das ist total entmenschlichend, ratomorph und sowas. Und da habe ich gedacht, nee, also wenn die ganzen Psychologen, die ich jetzt nicht so toll finde, den Skinner nicht toll finden, dann gucke ich mir den mal genauer an. Vielleicht ist der ja interessant. Und das war dann tatsächlich auch so. Dann hast du uns aber was voraus, nämlich du hast die Bücher offensichtlich verstanden. Bei Skinners Büchern, ja. Sagen wir so, es gibt blöderweise im Deutschen also keine aktuellen Übersetzungen mehr von Skinners Büchern. Das ist schade, weil die Käuferschaft wahrscheinlich auch zu klein wäre, dass sich das für einen Verlag lohnen würde. Es gibt alte Übersetzungen, die noch sehr an diesem Stimulus-Response-Modell orientiert sind. Also es sind zum Teil Übersetzungen, die von der Begrifflichkeit her den Skinner dann auch irgendwie blöd ausschauen lassen, also die das nicht rüberbringen können. Skinner schreibt eigentlich ein sehr schönes Englisch, also ein sehr eingängiges Englisch. Wenn ihr zum Beispiel sowas wie Science and Human Behavior, das eignet sich eigentlich ganz gut zum Einstieg, weil das ein bisschen so populärwissenschaftlich, sage ich mal, geschrieben ist. Das liest sich eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, das Fehlen von deutschen Übersetzungen ist natürlich ein Manko, aber wenn man ein bisschen Englisch lesen kann, finde ich, Skinner macht es eigentlich einem nicht so schwer. Was für mich auch schwer ist, sind zum Beispiel so Sachen wie Verbal Behavior zu lesen von ihm, weil das ist echt ziemlich komplex. Ich hab's, muss ich zugeben, nicht ganz bis zum Schluss durchgelesen, aber das war eine harte Zeit. Also ich habe mir auch extra so ein Exzerpt angefertigt, also immer einen Tag lang mal gelesen, dann am nächsten Tag wieder versucht, das zusammenzuschreiben. Sonst wäre da nie was hängen geblieben. Aber ich würde jetzt sagen, von Expertise wäre ich da weit entfernt. Ich habe persönlich mit Beyond Freedom and Dignity angefangen und hatte da auch schon große Probleme, das zu verstehen. Und ich habe das schon auf Englisch gelesen, so meinte ich das. Also die meisten, die hier sind, sie können die Bücher auf Englisch lesen, auch würde ich behaupten. Und dann habe ich, glaube ich, als nächstes Verbal Behavior gelesen und das war etwas abschreckend. Ich muss zustimmen, Science and Human Behavior ist durchaus leichter. Das habe ich mittlerweile auch schon mal angefangen. Sagen wir so, damit hättest du vielleicht anfangen sollen auch. Ne? Beyond Freedom and Dignity ist ja mehr so ein gesellschaftskritisches Buch. Die Grundaussage, die er trifft, ist ja eigentlich nicht, dass Freiheit und menschliche Würde nix sind, sondern findet eher diesen Ansatz falsch. Die Grundaussage des Buches ist, wenn wir ignorieren, dass unser Verhalten eben doch determiniert ist, also gewissen Naturgesetzen unterliegt, sondern an dieser Ideologie des freien Willens festhalten, dann ermöglichen wir letztendlich dem Zufall oder anderen Leuten, die dann Interesse dran haben, uns zu manipulieren, eben dieses zu tun. Und wenn wir das verstehen würden, wie Verhalten geformt wird durch Umwelteinflüsse und so weiter, dann könnten wir das selbst in die Hand nehmen und können sagen, wir formen unser aller Verhalten selbst. Und die Begriffe Freiheit und Würde und so weiter, die sind eher so rhetorische Blendgranaten. Das wurde aber, denke ich, habt ihr auch alle mitgekriegt, wenn ihr so die Rezeption euch anguckt von dem Buch, sofort in die Pfanne gehauen, als Skinner möchte uns alle wie Ratten dressieren oder sowas. Im Gegenteil, er sagt eigentlich eher den Ratten, dressiert euch selbst und lasst nicht du, dass andere euch dressieren. Das, wenn ich es mal auf den Punkt bringen möchte, ist eher die Intention hinter Beyond Freedom and Dignity. Dann haben wir vorhin ja schon angesprochen, dass das in Deutschland zumindest komisch dargestellt wird. Hast du da irgendeine Vermutung, woran das liegen könnte? Oder ist das weltweit so, dass die Verhaltensanalyse falsch dargestellt wird? Also es ist weltweit so. Das ist nicht nur in Deutschland. Was in Deutschland ein bisschen verschärfend hinzukommt, ist das völlige Fehlen von Verhaltensanalytikern an Universitäten. Meine kleine Wenigkeit ausgeschlossen, aber ich bin ja auch noch nicht mal ein gebürtiger Verhaltensanalytiker, sondern jemand, der sich auf dem zweiten Bildungsweg angeeignet hat. Es gibt in fast jedem anderen europäischen Land schon wenigstens so ein paar vereinzelte, wo dann auch so ein kleiner Studiengang möglich ist. In den USA gibt es da deutlich mehr. Das war für mich damals auch so zu Promotionszeiten, knapp 20 Jahre her, die Entdeckung, dass es da Universitäten gibt, die unterrichten echt Sensu, Skinner, Verhaltensanalyse. Und das gibt's in Deutschland gar nicht. Man kann nur rätseln, woran das liegt in Deutschland. Deutschland hat so eine lange Tradition auch in diesem eher geisteswissenschaftlichen Denken. Vielleicht hängt das damit auch ein bisschen zusammen, dass man sich so dieses stark naturwissenschaftliche Denken vom Menschen da noch weniger aneignen kann. Es gab ja in den 60er, 70er Jahren schon ein paar Psychologen, die sich stark auch mit Skinner identifiziert haben, aber die gingen komplett unter. Es gibt ja in der Psychologie diese Mehr, muss ich mal sagen, von der kognitiven Wende. Auf Englisch heißt das ja Cognitive Revolution sogar. Die geht ja so, dass unter anderem solche Helden wie Noam Chomsky quasi den bösen Behaviorismus niedergerungen haben und seitdem darf man endlich wieder über Gedanken und Gefühle in der Psychologie sprechen. Ist es eigentlich eher eine Spaltung gewesen, die da eingesetzt hat. Also es gibt eine kleine Gemeinde weltweit von Verhaltensanalytikern. Ich war auf einer Konferenz vor ein paar Wochen in den USA, da sind dann immerhin schon 4.000, 5.000 Leute, die
dahin gehen, die sich also noch in dieser Tradition sehen. Das ist sehr befriedigend für mich zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin. In Deutschland bin ich nicht der Einzige, aber einer von ganz wenigen. Da ist es einfach nochmal verschärft. Aber zurück zu deiner Frage, es ist nicht nur in Deutschland so, es ist weltweit so. In Deutschland ist es meines Erachtens einfach noch ein bisschen schlimmer, als es ohnehin schon ist. Klingt das jetzt so, als wäre die Gemeinschaft der Verhaltensanalytiker am Schwinden begriffen? Ist das jetzt richtig oder falsch verstanden? Im Gegenteil, die wächst eigentlich erst. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es sich von der Psychologie emanzipiert. Also ursprünglich gab es in der amerikanischen Psychologenvereinigung, die gibt es noch immer, so eine Sektion von Verhaltensanalyse, ich weiß gar nicht, die haben immer Nummern, ich glaube Gruppe 21 oder sowas, die echt Verhaltensanalyse im Sinne Skinners auch noch weiter betrieben haben. Es wurde aber in den 70er Jahren dann erst eigentlich relativ spät die Association for Behavior Analysis International oder damals noch ohne International gegründet, die mit ein paar hundert Leuten eigentlich nur angefangen hat und die wächst eigentlich ziemlich stark. Das Wachstum ist ein bisschen so einer Welle geschuldet. Es wird ja allenthalben berichtet, dass es immer mehr Menschen gibt, die an Autismus leiden und es gibt eine Methode, die sich auf Skinners Verbal Behavior auch bezieht wobei das viele verschiedene Methoden sind und die ist weltweit hauptsächlich eben unter dem Namen Applied Behavior Analysis bekannt, ABA, und wird auch heiß diskutiert von Leuten, die sagen, das ist böse Dressur und die armen Kinder, denen wird das abtrainiert und so weiter. Nachdem dieses Thema Autismus, nachdem es immer mehr Diagnosen auch gibt und das tatsächlich eine Methode ist, mit der man recht viele an schwerwiegenden Formen von Autismus erkrankten oder wie man es auch immer nennen möchte, Personen tatsächlich dazu verhelfen kann, wieder mehr kommunikative Fähigkeiten zu erwerben. Nachdem das relativ wirksam ist und das lässt sich auch gut belegen, auch mit Studien, ist das ein ziemlich großer Markt geworden, muss man sagen. Also zum Beispiel auf der Konferenz, wo ich jetzt war, 50% der Vorträge, die drehten sich um Autismus und die verhaltensanalytisch basierte Behandlung davon. Ich selber habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin jetzt von den Anwendungsaspekten her ganz woanders verortet, aber das beherrscht ein bisschen das. Es gibt aber, wie gesagt, durchaus noch so Nester, wo die sich halten und man merkt auch immer wieder mal, wenn man mit Leuten, auch Psychologen spricht, dass es da viele gibt, die mit dem Ansatz, wie er von Skinner ausgeht, eben noch immer sympathisieren und auch ganz froh sind, davon mal was zu hören. Also es hat auch ein bisschen was mit Marketing zu tun. So ging es mir ja auch, bis ich es mal irgendwann entdeckt habe. Wenn ich nie davon höre, dass es noch lebende Behavioristen gibt, dann denke ich mir einfach, ich bin jemand, der da eine Außenseiterposition einnimmt. Wenn ich dann höre, da gibt es noch andere, dann traut man sich eher mal rauszugehen. Also insofern eine schwindende Gemeinde ist es nicht. Wie gesagt, das hängt zum Teil zusammen mit dieser Welle an Autismusdiagnosen und dem Bedarf nach Behandlungsmethoden, aber hängt auch damit zusammen, dass es tatsächlich zum Teil auch in der Psychologie wieder mehr Leute gibt, die sich für den Ansatz interessieren und den ein bisschen wieder aus dieser Ecke der Diffamierung rausholen. Dass es eine Krankheit braucht, um eine Wissenschaft wieder irgendwo zur Blüte zu treiben. Aber okay, ich meine, die Psychologie, die gelehrt wird, ist ja meiner Ansicht nach extrem festgefahren. Die haben ja auch gar kein Interesse an irgendwelchen Konkurrenten oder wie man es nennen möchte. Ob die kein Interesse dran haben, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich verfolge ja, nachdem ich auch allgemeine Psychologie und klinische Psychologie lehre, kann ich ja nicht sagen, ich mache nur Verhaltensanalyse, sondern ich muss auch gucken, was wird so veröffentlicht in Zeitschriften zur Gedächtnispsychologie, zur Emotionspsychologie, weil ich das ja in den Vorlesungen abdecke. Vieles, was da behandelt wird, das ist sehr stark theorielastig, also wo die Theorie im Vergleich zur Empirie einen sehr großen Teil einnimmt und die Experimente wirklich so darauf ausgelegt sind, eine bestimmte Art von Theorie da zu belegen. Also dieses eher induktive empirische Forschen, so wie bei den Verhaltensanalytikern üblich ist, da so nicht verbreitet und in der Psychologie festgefahren, würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, die beschäftigen sich schon gut. Da sind immer wieder mal Sachen dabei, die ich auch sage, hey, das ist eine coole Idee, ein cooles Experiment, was die da gemacht haben. Der theoretische Ansatz, den sie damit versuchen zu belegen, mit dem kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Im Gegenteil, mir fällt eher eine aus meiner Sicht bessere, verhaltensanalytisch fundierte Erklärung ein für das Phänomen, was die da untersucht haben. Aber festgefahren, ja, es ist ein bisschen eine andere Welt schon. Aber wie gesagt, da gibt es viele interessante Sachen, die zu verfolgen wertvoll ist. Aber im Vergleich zu dem, wie viele Psychologen es gibt, ist das, was ich so interessant finde, ein bisschen wenig. Aber so ein hartes Urteil wie festgefahren würde ich jetzt nicht fällen. Dann hat es vielleicht ein bisschen getäuscht. Wir hatten vor ein paar Meetings mal den Fall Gerd Postel behandelt, der als, ich glaube, Briefträger über Fake-Wissen bzw. das Auswendiglernen von einem Buch sich in höchste Psychologenehren da gearbeitet hat. Wenn ich unterbrechen darf, der hat sich als Psychiater ausgegeben. Also es
ist nochmal eine andere Geschichte, muss man sagen, und wirft eher so ein Schlaglicht auf die, ich will da auch keine Urteile fällen, jetzt manchmal noch gängige Form, wie Psychiatrie gehandhabt wird. Das würde ich jetzt nicht in einen Topf werfen, den Postel, mit der Psychologie als Ganze, also die wissenschaftlich, empirisch, grundlagenwissenschaftlich forschende Psychologie. Wie gesagt, gibt es vieles, da kann ich echt nicht viel mit anfangen, aber es gibt gerade so im Bereich kognitive Täuschungen, nette Sachen, dieses falsche Erinnerungen produzieren können, die Arbeiten von der Elizabeth Loftus. Das ist ein sehr interessantes Feld der kognitiven Psychologie. Das ist was ich mit Vergnügen verfolge. Ich habe, wie gesagt, einen anderen theoretischen Hintergrund, würde es anders interpretieren, aber das ist wertvolle, wichtige Forschung, die leisten. Der Postel ist mehr so einer, der den Psychiatriebetrieb vielleicht an der Nase herumgeführt hat. Also kognitive Verzerrungen und logische Fehlschlüsse hatten wir mal ein Treffen zu. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, den Unterschied zwischen Psychiatrie und Psychologie in ein paar Sätzen, damit das allen klar wird? Ein Psychiater, das ist ein Facharzt, der sich mit den sogenannten psychischen Erkrankungen beschäftigt. Also manchmal nennt man Störungen oder Krankheiten, ist eine Frage auch der Anschauung dazu, bei dem es vor allen Dingen um die Behandlung geht, solcher Erkrankungen. Man muss dazu sagen, Psychiatrie und Neurologie, das geht meistens so Hand in Hand. Allerdings muss man sagen, wenn es für eine psychische Erkrankung wirklich ein neurologisches Substrat gibt, dann wird aus einer psychiatrisch behandelten Krankheit eher eine vom Neurologen behandelte Erkrankung. Also siehe so Beispiele wie Altersdemenz, wenn man dann feststellt, okay, da passiert tatsächlich irgendwas im Gehirn, dann sind nicht mehr die Psychiater dafür zuständig im Wesentlichen, sondern die Neurologen. Psychiatrie ist eine Facharztrichtung. Psychologie als solches ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. So sind die gängigen Definitionen dazu. Und es gibt Verhaltensanalytiker, die betrachten sich als Psychologen noch nach wie vor. Die meisten sind auch so Grenzgänger. Und es gibt Verhaltensanalytiker, die sagen, wir sind eigentlich schon eine ganz andere Wissenschaft. Wir sind als Verhaltensanalytiker eigentlich mehr so ein Teilgebiet der Biologie. Die Psychologie, wie sie praktiziert wird in Deutschland, das ist halt dann eher eine kognitive Psychologie, die eben sagt, wir beschäftigen uns mit hypothetischen Prozessen, die in der Person ablaufen und die letztlich äußerlich sichtbares Verhalten dann erzeugen sollen. Aber Psychiater, Facharzt, Psychologe kann ein Psychotherapeut werden. Der darf dann zwar keine Medikamente verschreiben und nichts spritzen und nicht operieren und so weiter, aber der darf auch Menschen mit psychischen Störungen behandeln, wenn er noch Psychotherapeut geworden ist, nachdem er Psychologie studiert hatte. Wir kennen das ja immer so aus dem täglichen Leben, dass Leute sagen, ja, ich gehe zum Psychologen oder so. Na gut, vielleicht so oft kennt man das jetzt nicht. Aber wenn in Deutschland diese Verhaltensanalyse so in Mitleidenschaft gezogen wurde, gibt es in Deutschland überhaupt einen oder auch weltweit, dass ich sagen kann, ich gehe nicht zum Psychologen, sondern ich gehe zum Verhaltensanalytiker, wenn ich irgendein Problem habe? Um in Deutschland als Psychotherapeut praktizieren zu können, muss jemand bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In der Regel nicht nur das Psychologiestudium, sondern die Person muss auch eine relativ lange zusätzliche Ausbildung gemacht haben. Es gibt in Deutschland auch nur, ich weiß nicht, ob mehr dazugenommen, es ist nicht so mein Hauptthemenfeld, aber 3 anerkannte Verfahren von der groben Richtung her, die da Zulassung gekriegt haben. Das ist aber mehr so eine Frage, was rechnet dann die Kasse auch ab? Man kann auch mit einem Heilpraktikerschein losziehen und Leute mehr oder weniger psychotherapeutisch behandeln. Es gibt in Deutschland ein paar Kollegen, die auch Psychologie studiert haben, dann eine Psychotherapieausbildung gemacht haben im Bereich der sogenannten Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, dann aber vor allen Dingen meistens, und die jetzt praktizieren als Psychotherapeuten, äußerlich sichtbar Psychologen und Psychotherapeuten sind, aber vom Denken her Verhaltensanalytiker. Konkret wollen Sie jetzt nicht sagen, also die Namen meine ich. Wie die Leute heißen, das sage ich jetzt nicht, aber du wirst, wenn du im Telefonbuch guckst, nicht nach einem Verhaltensanalytiker gucken können und sagen, zu dem gehe ich mal hin. Es gibt unter den Therapierichtungen, die in Deutschland praktiziert werden, mit denen dann die Psychotherapeuten auch werben, einige, die der Gedankenwelt der Verhaltensanalyse näher, einige, die nicht so ganz nahe dem stehen, aber auch noch viel dem verdanken. Zum Beispiel diese kognitive Verhaltenstherapie, die fast so das Standardverfahren der Psychotherapie ist in Deutschland, die hat sehr viel natürlich auch der frühen Verhaltensanalyse letztlich zu verdanken. Ein schönes Beispiel dafür ist kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. Da gibt es so ein Standardverfahren, das hat ein gewisser Herr Beck entwickelt und setzt sich im Wesentlichen aus 2 großen Komponentengruppen zusammen. Das eine ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung. Das heißt, der Therapeut versucht, mit dem Klienten gemeinsam eine andere Art und Weise zu denken, zu erarbeiten. Und das zweite, das sind so verhaltensaktivierende Elemente. Da versucht der Therapeut den Klienten dazu zu bringen, dass er, sag mal ganz platt, den Arsch wieder hochkriegt und wieder erwünschte Aktivitäten mehr pflegt. Also Aktivitäten, die positiv verstärkt werden. Wenn ich viele Sachen mache, die positiv verstärkt werden, dann bin ich weniger depressiv. Und die Denke der kognitiven Verhaltenstherapie geht eher in die Richtung zu sagen, erst muss der Klient in der Lage sein, anders über sein Leben zu denken. Also nicht mehr zu denken, es hat ja gar keinen Wert, jetzt aus dem Haus zu gehen, die mögen mich eh alle nicht und ich
kann nichts, bin nichts wert und so weiter. Also erst anders denken und dann kann ich den Klienten dahin bringen, dass er wieder aktiv wird und rausgeht und wieder Hobbys pflegt und dadurch wieder ein befriedigenderes Leben hat. Das Interessante ist, dass Studien, die schon in den 90er Jahren durchgeführt wurden, dazu geführt haben, dass man feststellen konnte eigentlich, dass diese kognitive Umstrukturierung nichts oder nur sehr wenig beiträgt zu dem generellen Therapieerfolg. Gab es eine groß angelegte Studie von Jacobson und anderen, die haben eigentlich, weil sie davon ausgehen, die kognitive Umstrukturierung ist das eigentlich Wirksame und Wichtige und das Verhaltensaktivierende ist eigentlich nicht so wichtig. Die haben eine Studie gemacht, wo sie verglichen haben, einmal kognitive Verhaltenstherapie komplett, also kognitive Umstrukturierung plus Verhaltensaktivierung und einmal nur Verhaltensaktivierung, randomisierter, kontrollierter Gruppenvergleich und haben dann festgestellt, diejenigen, die nur Verhaltensaktivierung gekriegt haben, was ja eigentlich nicht richtig funktionieren sollte, die haben ungefähr genauso gut abgeschnitten, waren also am Schluss genauso wenig depressiv wie diejenigen, die die komplette kognitive Variante bekommen haben. Und daraus geht zum Beispiel sowas hervor wie die Aktivationstherapie. Das haben manche Kollegen, also wenige Kollegen in Deutschland auch auf dem Schild mit draufstehen oder auf der Internetseite. Dann gibt's auch aus größerer Nähe zur Verhaltenstherapie zum Beispiel Leute, die die sogenannte Akzeptanz- und Commitment-Therapie machen. Die hat was mit einer Spielart der Verhaltensanalyse zu tun, der sogenannten Bezugsrahmentheorie, Relational Frame Theory zu tun, was aber an skinnerianischem Denken, also Verbal Behavior, letztlich angelehnt ist. Also es gibt so ein paar Psychotherapeuten, die eine Form von Psychotherapie betreiben, die näher an der Verhaltensanalyse dran ist, als das, was die meisten Psychotherapeuten machen. Welche Erfahrungen haben Sie unter den Skeptikern gemacht, wenn es um Verhaltensanalyse geht? Ich habe zum Beispiel von dem Henry Schlinger, der hat ja auch bei Jacques Frescos Geburtstag eine Rede gehalten. Und da hat er auch sowas erwähnt, dass er bei einer Rede bei den Skeptikern, 2004 glaube ich war das, wo es um Bewusstsein geht, da war auch so ein bisschen enttäuscht von den Skeptikern, dass sie sich eher so mit offensichtlichen Sachen beschäftigen, wie Bigfoot oder UFOs. Und wenn es um freien Willen geht oder Bewusstsein, da sind sie genauso irgendwie naiv oder desinteressiert wie die anderen Menschen auch. One of those things is we have free will. I spoke at a skeptics conference in 2005. Now, skeptics, I thought were skeptical. And, but I discovered that they're only skeptical of obvious things like UFOs and astrology and stuff like that. The stuff that I'm skeptical about, they're not skeptical about because they all believe in free will. But we've been told that we have free will. Deswegen meine Frage, ob Sie da irgendwie unter Ihren Skeptiker-Kollegen oder wo Sie da aktiv sind, auch irgendwelche Interesse an dem Thema haben oder ob Sie mal gebeten wurden, einen Vortrag zu halten oder so über Ihre Sicht auf freien Willen oder Bewusstsein. Nein, ich bin auch seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr so aktiv bei den Skeptikern. Ich war es vor so 10 Jahren ungefähr noch. Da hatte ich hier in Bamberg eine nette Regionalgruppe, wo wir so schöne Aktionen gemacht haben auch. Ich bin zu den Skeptikern nicht schon als Verhaltensanalytiker gekommen, sondern als ich noch eher aus der kognitiven Psychologie kam. Und was bei den Skeptikern sehr gut ankommt, das sind natürlich so Sachen zu kognitiven Täuschungen, Verzerrungen und so weiter, was ihr ja schon mal behandelt habt. Auch das Thema ist eigentlich eine sehr große Falschdarstellung gibt der Verhaltensanalyse. Das ist von mir bei den deutschen Skeptikern noch nicht so thematisiert worden. Also es gibt ein paar sehr kluge Psychologen-Kollegen bei der GWUP, wo ich aktiv bin oder aktiv war, die sind jetzt dem nicht feindselig gegenüber eingestellt, aber sie haben halt die gleichen Auffassungen, die ich auch früher mal hatte gegenüber Behaviorismus und gedacht, das ist eigentlich ein Ansatz gewesen, dem die Psychologie viel zu verdanken hat, aber wir sind da jetzt weiter oder so. Ich habe da jetzt nicht aktiv gegen anargumentiert, warum soll ich mich mit den Leuten streiten, die ja nicht guten Willens sind. Es gibt bei den amerikanischen Skeptikern nicht nur den Henry Schlinger, sondern noch ein paar andere Verhaltensanalytiker, die da ziemlich aktiv sind eigentlich, die da immer wieder mal Beiträge veröffentlichen. Es gab vor einigen Jahren, ich glaube, das war zu Skinners 100. Geburtstag 2004 im Skeptical Inquirer auch ein Artikel, wo es wirklich darum ging, was behauptet wird, was Skinner gesagt hat und was Skinner wirklich gesagt hat. Also quasi hier, liebe Skeptiker, schaut euch mal an, was ihr vielleicht auch glaubt, was Skinner gesagt hat und was tatsächlich der Fall ist. Also so ein bisschen entlarvend das dargestellt. Aber ich sehe da jetzt weder großen Konflikt noch groß ein Thema da drin, die zu überzeugen. Natürlich ist es leichter, Bigfoot oder sowas auf die Schippe zu nehmen oder Alien-Entführungen, weil das sind so schräge Themen. Ich denke, man hat mittlerweile auch eine große Unterstützergemeinde, wenn man es, wie es die deutschen Skeptiker zurzeit ja stark machen, sich die Homöopathie oder sowas vorknöpft und dass man zeigt, das ist nur ein besseres Placebo letztendlich. Das, was die machen, finde ich auch gut, aber ich sehe da jetzt für mich kein Forum, vielleicht auch, weil mein Thema, die Falschdarstellung der Verhaltensanalyse, für die breitere Öffentlichkeit ja wohl eher ein Exotenthema ist, vermute ich mal. Was schade ist, weil im Grunde ist er nicht wichtig genug und könnte doch vielleicht einige Leben positiv verändern. Aber gut, in
in Ihren Lehrmaterialien gehen Sie kurz auf die weiteren Funktionen ein, die menschliches Verhalten formen. Das wären neben der Umwelt, Zitat, Anlage, Selbstgestaltung und Zufall. Über die Sachen liest man in den Werken, auch in Ihrem Buch, da leider relativ wenig. Deswegen wäre ich mal ganz froh, wenn Sie einfach mal ein paar Beispiele geben würden, beziehungsweise einfach mal erklären würden, was mit diesen einzelnen Sachen gemeint ist. Ich habe das gesehen, da habt ihr euch wirklich alte Materialien von mir rausgepickt. Das sind nämlich Sachen, die habe ich so 2001, 2002 oder sowas in einem meiner letzten Seminare, als ich noch Doktorand war an der Uni Bamberg, verwendet und habe die da reingestellt. Und da ging es auch ein bisschen so drum zu diskutieren, was glauben denn Psychologen im Allgemeinen, was so Quellen für menschliches Verhalten sind. Und ich würde Selbstgestaltung und Zufall ein bisschen kritischer sehen jetzt. Die Verhaltensanalyse ist eigentlich deterministisch. Also man geht davon aus, es gibt eben nicht diesen freien Willen, dass das irgendwie zufällig ist, sondern mein freier Wille ist auch irgendwie determiniert. Und was ja aus dieser Gruppe Umwelt, Anlage, Zufall, Selbstgestaltung raussticht, das ist die Selbstgestaltung, ne? Weil das öffnet ja so diesen Denken von freiem Willen die Tür. Und das ist ja das, was dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen stutzig gemacht hat. Warum erwähnt er da Selbstgestaltung? Wo sollen das reinpassen? Genau. Ich würde jetzt auch sagen, nee, das ist nicht meine Auffassung, dass Selbstgestaltung eine Originalquelle ist. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten für mich, selbst auf mich Einfluss zu nehmen, autokritisch quasi mir gegenüber zu sein, auf mich selber Einfluss zu nehmen. Das wird auch bei Skinner, Science and Human Behavior zum Beispiel, schon diskutiert. Wie kann ich selbst Modifikation betreiben? Skinner erklärt das ganz kurz gefasst. Ich produziere durch mein Verhalten diskriminative Stimuli, die dann wiederum auf mein Verhalten Einfluss nehmen. Gibt es von ihm zum Beispiel, wenn ich eine ganze Reihe von Koffern kontrollieren möchte, ob einer davon der Koffer meines Freundes ist und ich kann am Flughafen immer nur auf diese Abschnitte gucken, dann mache ich vielleicht, das ist jetzt mein offenes Verhalten, Kreuzchen auf die Koffer, die ich schon kontrolliert habe, damit ich immer die gleichen Koffer wieder kontrolliere. Also dieses Zeichen machen ist eine Art und Weise, einen diskriminativen Stimulus zu schaffen, der dann wiederum mein Verhalten beeinflusst. Einfacheres Beispiel, wenn ich dir meine Telefonnummer sage und du dir meine Telefonnummer aufschreibst, wenn du mich später anrufen möchtest, dann produzierst du durch dein Verhalten, das Aufschreiben, einen diskriminativen Stimulus, den du später benutzen wirst, um dein Verhalten, nämlich meine Nummer richtig zu wählen, oder dass ich benutze, oder eine Einkaufsliste schreiben. Das ist aber nicht Selbstgestaltung, so wie es zum Beispiel Leute wie der Bandura gesehen haben. Ich habe meine Doktorarbeit über ein Thema von Bandura geschrieben. Bandura ist so einer, der aus dem Behaviorismus kam und zum Kognitivisten mutiert ist. Ich sehe den jetzt auch deutlich kritischer, obwohl er auch viele tolle Sachen gemacht hat. Lernen am Modell und aggressives Verhalten gibt es sehr viel von ihm, was sehr wichtig ist. Aber er hat auch gesagt, Menschen sind nicht nur ein Produkt von Anlage, Umwelt und Zufall, sondern die können auch aus sich heraus sich gestalten. Und dem liegt natürlich mentalistisches Denken zugrunde. Es ist ein Inner Agent in mir, so ein kleiner Homunculus, der kann quasi nochmal frei entscheiden. Und dem würde ich jetzt widersprechen, würde sagen, Selbstgestaltung in dem Sinne gibt's nicht. Natürlich kann ich mein eigenes Verhalten modifizieren, aber dieses Modifizieren meines eigenen Verhaltens ist wiederum determiniert durch meine bisherigen Lernerfahrungen und durch meine Veranlagung, wobei die im konkreten Alltag sich weniger stark bemerkbar macht, eher als einschränkender Faktor. Also ich kann bestimmte Dinge nicht tun, weil ich dafür bestimmte Veranlagungen habe. Ich kann nicht über 2 Meter hochspringen, weil ich dafür zu klein bin. Zum Thema Selbstgestaltung habe ich was dazu passt. Also in deinem Buch habe ich das auch gelesen, aber auch schon häufiger, dass man irgendwie dieses Primärprinzip praktisch nutzen sollte. Also dass man zuerst die Tätigkeit macht, die man am wenigsten gerne macht und später die Tätigkeit, die man sehr gerne macht und dass sich so die Tätigkeiten alle gegenseitig verstärken sozusagen. Aber da frage ich mich, wie soll das denn gehen, dass ich das in der anderen Reihenfolge mache? Also das klingt für mich so ein bisschen nach dieser Selbstgestaltung, aber im mentalistischen Sinne. Du hast heute Nachmittag vor 5 verschiedene Sachen und eines davon ist irgendwas lernen, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast und dann hast du noch ein paar andere Sachen vor, auf die du mehr Lust hast und dass du so ein bisschen nach diesem Großmutterprinzip erst das Gemüse aufessen, dann das Dessert, erst mit den weniger beliebten Sachen anfängst. Das funktioniert dann, wenn ich mir natürlich, so wie ich es jetzt gerade vorhin geschildert habe, durch mein Verhalten selber diskriminative Stimuli schaffe wiederum. Also indem ich sage, ich habe den Anstoß erhalten jetzt, weil bei mir hast du gelesen, es gibt sowas wie Primärprinzip, das ist deine Lernerfahrung beeinflusst dein Verhalten und wenn du morgen sowas machen willst, dann machst du dir meinetwegen eine Liste und sagst, ich arbeite die Liste erstmal in der Reihenfolge ab. Das heißt, du verhältst dich in dem Fall regelgeleitet, nennt das der Skinner. Das ist ja nochmal so eine große Unterscheidung bei dem kontingenzgeformtes und regelgeleitetes Verhalten. Das, was du ansprichst, ist, wenn du dich wie mein Hund kontingenzgeformt nur verhalten würdest, also bei meinem Hund unterstelle ich mal, der hat kein regelgeleitetes Verhalten, weil das ist stark sprachgestützt natürlich, der folgt zu seinem Bauchgefühl. Das heißt, ich fresse jetzt erstmal bis zum Anschlag und wenn ich es dann wieder rauskotzen muss, dann ist das zwar nicht schön, aber es hat Spaß gemacht. So ist Kontingenz geformt. Dagegen regelgeleitet heißt, ich bilde eine Regel. Diese
diese Regel wiederum hilft mir dabei, mein Verhalten nicht so kontingenzgeformt zu zeigen, dass von unmittelbaren Anreizen mein Verhalten getrieben auftritt, sondern ich zeige ein Verhalten, was aktuell mir vielleicht weniger Spaß macht als ein alternativ zur Verfügung stehendes Verhalten, aber langfristig habe ich mehr davon. Das ist auch so das Prinzip, ich lerne jetzt, statt in die Kneipe zu gehen, damit ich meine Prüfung bestehe und damit ich dann, wenn ich die Prüfung bestanden habe, einen besseren Job habe, als ich hätte, wenn ich nicht lerne, in die Kneipe nur gehe und durch die Prüfung durchfalle und so weiter. Also langfristiges wird dadurch erreicht. Und diese Tendenz, sich regelgeleitet zu verhalten, sagt jetzt der Skinner, die ist auch wiederum kontingenzgeformt erworben worden. Zum Beispiel deine Mutter hat dir gesagt, wenn du deine Hausaufgaben machst, dann darfst du danach auf den Fußballplatz gehen und du hast gemerkt, wenn ich mich an diese Regel halte, dann darf ich das tatsächlich auch. Und dann darf ich auch noch ein paar andere Sachen mehr. Das heißt, eine generalisierte Tendenz, sich an Regeln zu halten, die ist im Lauf deines Lebens erworben worden. Sowie auch eine generalisierte Tendenz, zum Beispiel das Verhalten anderer Personen nachzuahmen. Prinzipiell, wenn man sich unsicher ist, wie man sich verhalten soll, guckt man mal, wie machen das andere Leute. Wenn ich am Parkautomaten stehe und nicht weiß, wie ich den bedienen soll, dann gucke ich mal, wie macht denn das der Typ vor mir. Das ist auch Resultat meiner generalisierten Tendenz, das Verhalten anderer nachzuahmen. Und ähnlich eben diese generalisierte Tendenz, sich an Regeln zu halten, die wiederum aber auch domänenspezifisch ist. Du merkst ja zum Beispiel, manche Leute, die sind so in Studien- und Arbeitsdingen total strikt und regelgeleitet, aber die schaffen es nicht, mit dem Rauchen aufzuhören oder die schaffen es nicht, ihren Nahrungskonsum einzuschränken, weil sie in dem Bereich vielleicht nie regelgeleitetes Verhalten gelernt haben. Also die Antwort auf deine Frage lautet eigentlich ganz knapp, regelgeleitetes Verhalten wird eigentlich auch nur dann aufrechterhalten, wenn es langfristig kontingenzgeformt wird. Wenn ich dir jetzt lauter Regeln gebe, wo du dann feststellst, stimmt ja gar nicht. Also ich sag dir zum Beispiel, stell den Wecker auf 5 Uhr und steh früh auf, dann wirst du einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben und das machst du dann und dann stellst du fest, mein Ratschlag war falsch, mal morgen früh regnet es. Das heißt, dann wirst du dich irgendwann an meine Regeln nicht mehr halten, weil der langfristige Nutzen, den du davon hast, dass du dich an meine Regeln hältst, der muss natürlich schon eintreten. Problem ist auch bei manchen psychischen Störungen, wenn Leute sich zu stark regelgeleitet verhalten. Also die haben sehr stark in ihrem Leben gelernt, sich an Regeln zu halten und Regeln halten mich ja von unmittelbarer positiver Verstärkung ab. Also gehe nicht in die Kneipe, sondern setz dich hin und lerne. Und das kann ich ja immer weiter treiben. Kennt ihr sicher auch alle Leute, die sich alles Mögliche verkneifen und sich selbst kasteien für ein späteres, höheres Gut. Aber dadurch habe ich nie mehr so richtig den unmittelbaren Spaß im Leben. Und die eher verhaltensanalytisch ausgerichteten Therapieverfahren, wie zum Beispiel diese Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die gehen zum Beispiel eher dahin zu sagen, wenn jemand so ein Problem hat, die Person dann auch ein bisschen zu bringen, die Vermeidung unmittelbarer Erfahrung wieder abzuruhen. Also dass die wieder stärker lernen, auf die unmittelbaren Kontingenzen ihres Verhaltens auch zu horchen. Und das, wie gesagt, ist eine Sache, die ist gelernt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, der hat eine starke Willenskraft, so wird man das erklären. Warum schafft das der sowieso mit dem Rauchen einfach aufzuhören? Und so die mentalistische Erklärung ist ja, der hat eine starke Willenskraft. Ich würde sagen, nee, der hat in seinem Leben gelernt, sich in bestimmten Bereichen gut regelgeleitet zu verhalten, sich eine Regel zu setzen und sich an diese Regel dann letztlich auch zu halten, weil er in seinem Leben vielleicht oft gelernt hat, wenn ich das mache, dann führt das auch wiederum zu positiver Verstärkung langfristig. Also könnte man das jetzt bei einem Raucher, der es nicht schafft aufzuhören, so nach und nach steigern, dass man irgendwelche kleinen Regeln gibt und der merkt dann, wenn der die befolgt, dann funktioniert das und wenn man das lange genug macht und immer weiter steigert, schafft er es dann irgendwann auch mit dem Rauchen aufzuhören. Kann man das vielleicht so sagen? Prinzipiell muss man regelgeleitetes Verhalten natürlich so nach und nach aufbauen. Also ich habe dir das Beispiel gebracht, deine Mutter hat dir regelgeleitetes Verhalten beigebracht, indem sie dir gesagt hat, wenn du das machst, dann darfst du später das machen und so weiter. Also dir diesen Verstärkeraufschub bei dir geformt hat im Lauf deines Lebens. Und dieses regelgeleitete Verhalten herauszubilden, wäre natürlich eine Sache, sagen, nach und nach den Abstand zwischen deinem Verhalten und dem Verstärker, dass du immer mehr tolerieren kannst davon. Und gerade in dem Bereich, wo du große Probleme hast, dich regelgeleitet zu verhalten, da ist ja dann die Lösung, den Weg zum endgültig regelgeleiteten Verhalten zu pflastern mit Verstärkern dazwischen immer wieder. Okay. Also dass diese Schritte überwunden werden und dass du immer mehr tolerierst, dass es länger dauert, bis du den großen Verstärker später kriegst als den kleinen sofort. Also so ein bisschen wie das in Walton 2 beschrieben wird mit den Kindern, die warten müssen, bevor sie anfangen dürfen zu essen. Genau das hat der Skinner damit gemeint, als er dieses Beispiel beschrieben hat. Bei Skinner habe ich auch gelesen, dass Verhalten internalisiert werden kann. Da hätte ich halt die Frage, was das denn jetzt genau bedeutet. Heißt das, dass das Verhalten dann nie wieder von außen verstärkt werden muss und auch nicht mehr extinguiert werden kann? Und woran erkennt man denn überhaupt, ob Verhalten jetzt internalisiert wurde oder nicht? Also ich habe das im Vorfeld schon mal gesehen, habe mich dann gefragt, worauf du dich da genau beziehst. Ich fantasiere jetzt mal. Also was Skinner wahrscheinlich damit ansprechen wollte, ist ja diese Sache mit dem offenen und verdeckten Verhalten. Und das Verhalten, das ursprünglich offen gezeigt wird, nach und nach internalisiert
wird, ich kenne jetzt die Stelle eben nicht, wo das steht, würde ich mir so erklären, dass es nach und nach in der Intensität immer geringer wird. Und ich glaube, das habe ich im Buch auch drinstehen, ist ja so das Paradebeispiel, wie Kinder lesen lernen. Die lesen erst laut und die werden dann für das laute Lesen ja auch verstärkt. Die werden gelobt. Die Lehrerin sagt, lies mal, und dann stapelt sich das Kind da so von Buchstabe zu Buchstabe und die Lehrerin, der Lehrer lobt das Kind dafür. Dann irgendwann kann das Kind das so einigermaßen für sich, und Kinder machen das ja dann gerne auch, gerade wenn sie es einigermaßen gut können und wenn sie viel gelobt werden dafür, dann machen die das immer mehr und dann sagt man irgendwann, lies nicht so laut, das nervt. Das heißt, da setzen dann Strafreize ein und dann lernt man, das führt nicht mehr zu positiver Verstärkung, wenn ich laut lese, sondern wenn ich leise lese. Und irgendwann setzt ja beim Lesen auch sowas wie eine natürliche Verstärkung ein. Das heißt, ich lerne ja nicht lesen um seiner selbst willen, sondern ich lerne lesen, damit ich interessante Geschichten erfahre, wichtige Informationen bekomme. Das ist die natürliche Verstärkung des Lesens letztendlich. Und das habe ich ja dann auch, wenn ich diese Intensität des Verhaltens noch weiter zurückfahre. Das heißt, ich muss es auch nicht mehr so intensiv zeigen, was ja auch mit einem erhöhten Verhaltensaufwand verbunden ist. Leise lesen ist wenig Verhaltensaufwand und ich spare dadurch gewissermaßen Energie und kann den gleichen Effekt haben. Ich habe die Informationen, die ich vorher durch lautes Lesen hatte, auch durch leises Lesen erlernt. Mit Lesen ist eine interessante Geschichte. Leises Lesen, weiß nicht, ob das so 100% stimmt, ich bin jetzt da kein Experte für, aber ich habe das mehrfach schon irgendwo gelesen, ist eigentlich eine relativ neue Erfindung in der Menschheitsgeschichte. Die alten Römer haben angeblich alle noch laut gelesen, also die konnten gar nicht leise lesen, weil es nämlich beim Julius Caesar noch besonders vermerkt wird, dass er leise lesen konnte. Und das ist, glaube ich, gemeint mit diesem Internalisieren des Verhaltens. Okay. Das heißt aber nicht, dass dein Verhalten dann nicht mehr von Verstärkung abhängig wäre, weil wie gesagt, du liest was und wenn das, was du liest, jetzt keinen Sinn ergäbe und du nichts davon hast, dann fehlt dir ja auch der Verstärker für dieses internalisierte Verhalten. Wir hatten Diskussionen und zwar war meine Vermutung, ausgehend von dem Beispiel, dass Schulkinder ab der 4. Klasse, glaube ich, hat der Lehrer, der mit dabei war, gesagt, nicht mehr einfach diese Warum-Frage stellen, warum ist das so, sondern aufgehört haben, die Warum-Frage zu stellen. Und meine Vermutung war, dafür gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das eine ist eben, sie wurden extinguiert, das andere ist, sie wurden dafür bestraft, durch sozialen Druck oder sonst was. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Reaktionen auf die Warum-Frage wäre dann theoretisch die, und das ist eben die Frage, dass jemand, der extinguiert wird, dieses Verhalten gar nicht mehr zeigt, also wirklich auch internalisiert nicht mehr, und jemand, der bestraft wird, dass das Verhalten eben nicht komplett verschwindet, sondern einfach nur noch sich in diesen jemanden zurückzieht. Wie es ja auch als Kinder, glaube ich, beschrieben wird, dass eine Strafe ja auch nicht wirklich hilft, einen Verbrecher auf die gute Bahn zu bringen, sondern einfach nur dafür sorgt, dass er eben nur versucht, sich nicht mehr erwischen zu lassen. Wenn ich dafür bestraft werde, dass ich laut Warum sage, das kennt man ja, kleine Kinder laufen und fragen, warum, ne? Und so dann sagt, nerv mich nicht. Und dann wird das laute Warum sagen bestraft. Das sich Warum denken ist dadurch ja nicht bestraft worden. Wenn ich dagegen nie eine Antwort bekomme, dass auf Extinktion gesetzt wird, theoretisch schwierig jetzt. Überlege ich gerade mal halt, ob es dann internalisiert noch weitergeht. Aber dieses für alles mögliche einen Grund haben wollen, das hat ja was mit irgendwas muss einen Sinn ergeben am Schluss zu tun. Ne? Und dieses Bedürfnis haben wir auch als Erwachsene noch. Das heißt, du fragst dich auch bei irgendwelchen Sachen mal, warum passiert das eigentlich und versuchst das rauszufinden. Du nervst halt nicht deine Eltern oder Freunde damit, indem du bei jeder Sache Warum fragst. Diese exzessive Warum-Fragerei bei Kindern, wenn du mit kleinen Kindern zu tun hast, merkt man das eigentlich auch ziemlich deutlich. Das hat ja auch was damit zu tun, dass die sich freuen, dass die so schön über Stöckchen springen, die Erwachsenen. Die antworten ja dann drauf. Das heißt, wenn das Kind irgendwelche Sachen sagt, dann reagieren die Erwachsenen ja auch gerne und das muss ja gar nicht mal was mit der Antwort zu tun haben. Wir haben alle gelernt, wenn Kinder Warum-Fragen stellen, dann sollen wir als gute Erwachsene natürlich dann auch versuchen, dem Kind eine gute Antwort zu geben. Und das hat ja zum einen die Verstärkerwirkung für das Kind, dass das Kind tatsächlich vielleicht auch eine Antwort auf die Frage bekommt, aber zum anderen auch, dass ich natürlich mit dem Kind sozial interagiere auch. Es sind ja verschiedene Verstärkerquellen. Insofern wird das ja dadurch auch aufrechterhalten. Also sinnvolle, seltenere Warum-Fragen würde man ja auch bei älteren Kindern noch immer beantworten. Ne? Man fragt, warum habe ich eine schlechte Note bekommen? Und dann wird der Lehrer ja wohl hoffentlich bereit sein zu erklären, ja, schau mal her, du hast die und die Frage nicht beantworten können. Aber müsste jetzt mal überlegen, ob das wirklich so scharf zu trennen wäre, wenn es bestraft wird, dann findet es internalisiert weiter statt. Könnte schon sein. Wenn es extinguiert wird, wird es auch internalisiert nicht weitergehen. Weiß ich jetzt nicht direkt eine Antwort, ob das wirklich so trennscharf sein müsste. Es klingt plausibel für mich. Ich hatte behauptet, dass, wenn es extinguiert wird, dass es eigentlich noch als verdecktes Verhalten weitergehen müsste. Und ich meinte das auch nur so in erster Näherung im Sinne von, dass wenn das jetzt nur eine kurze Zeit bis jetzt extinguiert wurde, dass dieses Verhalten einfach nicht mehr die nötige Stärke hat, um offen gezeigt zu werden. Und dementsprechend hätte ich gedacht, dass es zumindest am Anfang auch noch intern weitergehen sollte. Das interne Weitergehen des Verhaltens hat ja letztlich dann irgendwann auch im offenen Verhalten wieder ein Resultat. Dein eigenes problemlösendes Verhalten ist ja auch so ein Warum-Fragen. Ne? Du sitzt da und fragst dich, warum geht der Lautsprecher
an meinem Computer nicht. Gut, das habe ich zwar jetzt nicht rausgefunden, auch wenn es eine Lösung gegeben hat, das Rauffahren und wieder runterfahren, aber dieses Warum-Fragen, das geht ja intern weiter mit mir selber als Zuhörer, aber irgendwann muss es sich im offenen Verhalten zeigen und das muss dann auch zu einer Verstärkung führen. Das heißt, wenn du dich immer nur Warum fragst, aber damit letztlich kein Problem löst, dann gibt es ja keinen Verstärker für dieses Verhalten und dann würde ja wirklich Extinktion einsetzen. Aber nochmal zu diesem Bestrafen von bestimmten Verhalten, dass das dann intern weitergeführt wird, also der verhaltensanalytische Ratschlag zum Beispiel, wie man mit psychotischen Reden umgeht. Also manche Leute erzählen ja, die Außerirdischen zapfen mir meine Gedanken ab und so weiter. Bei Schizophrenie gibt's das ja. Und wenn wir wirklich solche Behavioristen wären, wie gerne unterstellt wird, dann müsste man ja sagen, es geht ums offene Verhalten, also bestrafen wir mal, dass die Leute so psychotisches Zeugs erzählen und jedes Mal, wenn der sowas erzählt, bestrafen wir ihn dafür. Damit haben wir aber das Verhalten, dieses psychotische Sprechen zu einem psychotischen Denken gemacht. Das heißt, die Person äußert es vielleicht nicht mehr so, aber es geht internalisiert weiter. Und darum sagt man, wir versuchen nicht das zu bestrafen, sondern wir versuchen letztlich die Funktion rauszufinden. Warum sagt die Person sowas? Also warum sagt die so komische Sachen? Nicht, weil es wirklich Außerirdische gibt, sondern weil sie damit etwas erreicht vielleicht. Zum Beispiel, dass ich mich mit ihr beschäftige. Ich habe das selber in meiner beruflichen Praxis mal gehabt, mich mit einer Person unterhalten, die wirklich nicht reale Sachen mir auch berichtet hat und habe dann auch festgestellt durch entsprechende Beobachtung, ein bisschen Variation auch der Bedingungen, dass diese irrealen Sachen, die diese Person mir erzählt hat, eine Funktion der Aufmerksamkeit war, die diese Person nicht nur von mir, sondern auch von anderen bekommen hat. Und die Lösung war dann nicht das irreale Sprechen zu bestrafen, sondern der Person zu ermöglichen, auf andere Art und Weise Aufmerksamkeit zu bekommen. Also vor allen Dingen dann, das wäre jetzt differenzielle Verstärkung, mit dieser Person zu sprechen, wenn sie eben mal nicht so grauses Zeug erzählt, sondern normales Zeug erzählt, sodass sie nicht die Notwendigkeit hat, sich meine Aufmerksamkeit zu erzwingen, indem sie mir ganz schräge Sachen erzählt, auf die ja naturgemäß die Leute anders reagieren, als wenn mir jemand was Langweiliges erzählt. Weil wir gerade bei Extinktion und Bestrafung waren, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, wo der Unterschied ist, weil kann es nicht sein, dass wenn ich ein Verhalten ignoriere, das auch als Bestrafe wirken kann. Bestrafe sind ja dadurch definiert, dass das Verhalten abnimmt und bei Extinktion nimmt ja das Verhalten auch ab. Ist vielleicht der Unterschied zwischen den beiden Sachen, dass das Ignorieren an sich kein Verhalten ist, weil da nichts aktiv getan wird und ein Bestrafer, da wird ja irgendwas aktiv gegeben oder genommen. Bestrafung erster Art heißt ja, da kommt ein Strafreiz hinzu. Wenn ich Verhalten ignoriere, das ist jetzt ein alltagssprachlicher Begriff, dann setze ich es ja letztlich auf Extinktion, dann vorenthalte ich ihm den funktionalen Verstärker. Ich habe das im Buch drin, dass er so diese Unterscheidung zwischen Bestrafung durch Entzug und Extinktion, das wird ja gern mal so in einen Topf geworfen, ist es aber nicht, weil Bestrafung durch Entzug heißt, ich nehme dir irgendetwas weg, was vielleicht in irgendeiner Hinsicht ein Verstärker für dich sein könnte, aber nicht der funktionale Verstärker ist. Extinktion heißt, ich nehme dir den funktionalen Verstärker weg. Also das Beispiel, was ich glaube ich im Buch drin habe, ist Bestrafung durch Entzug heißt, du fährst zu schnell und dafür musst du 100 Euro Strafe zahlen. Die 100 Euro, die dir der Polizist wegnimmt, das war nicht der Grund, weswegen du zu schnell gefahren bist. Anderes Beispiel, Extinktion, du bekommst kein Geld mehr und gehst deswegen irgendwann nicht mehr zur Arbeit. Da ist es Extinktion, weil da war das Geld dasjenige, was dich dazu gebracht hat, auf Arbeit zu gehen. Das Entscheidende bei Extinktion ist, es ist die Wegnahme des funktionalen Verstärkers, der also dieses Verhalten tatsächlich bislang aufrechterhalten hat. Wobei die Frage jetzt wirklich ist, Extinktion gehört dann nicht zu den aversiven Kontrollmechanismen? Streng genommen eigentlich nicht. Das ist eine Definitionsfrage jetzt auch, ja, weil das Problem ist mit dem Begriff aversiv, das ist ja eigentlich so wieder ein subjektiver Begriff. Ich empfinde das als unangenehm oder sowas. Aversive Kontrollmechanismen sind solche, bei denen in diesem Vierfelder-Kontingentschema, die, wie soll man sagen, Strafreize eine Rolle spielen. Man fasst eigentlich die Extinktion nicht unter aversive Kontrolle auf, sondern ein Verstärker, der bislang für ein Verhalten gegeben wurde, fällt weg. Also mein Auto springt nicht mehr an, weil der Motor kaputt ist. Das heißt, mein Verhalten, den Zündschlüssel umzudrehen, das wird nicht mehr positiv verstärkt. Aber man wird es jetzt nicht als aversive Kontrolle bezeichnen. Nochmal zum Test, ob ich es richtig verstanden habe. Also Extinktion wäre zum Beispiel, ich stelle jemandem eine Frage und der schreit mich dann an. Und wenn ich ab sofort die Frage nicht mehr stelle, dann würde ich ihn verstärken fürs Anschreien. Und wenn ich einfach immer wieder die gleiche Frage stelle, dann würde ich sein Geschrei extinguieren.
Okay, du stellst jemandem eine Frage und der schreit dich an. Das wäre für dein Verhalten, Frage zu stellen, vermutlich ein Strafreiz. Also der Effekt, der eintreten müsste, wäre ja, dass du dann seltener Fragen stellst dieser Person gegenüber. Wenn du jetzt aufhörst, Fragen zu stellen, dann verstärkst du, denk mal mentalistisch, gesetzt den Fall, derjenige, der dich da anschreit, der möchte nicht, dass du ihm Fragen stellst. Das heißt, du hörst auf, Fragen zu stellen, dann würdest du ja sein Anschreien negativ verstärken. Das heißt, du verstärkst, indem du aufhörst, Fragen zu stellen, dein Anschreien negativ. Wenn du jetzt trotzdem immer weiter fragst, dann ist das Extinktion, weil du natürlich dieses Verhalten unwirksam machst. Und genau das ist da der Punkt, dass Extinktion nicht unbedingt ignorieren sein muss, weil man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass ignorieren wäre, ich rede jetzt nicht mehr mit dem oder so, aber dann hat er ja das in Anführungszeichen geschafft, was er will. Klar, ignorieren ist oft Extinktion, weil oft Aufmerksamkeit ein positiver Verstärker ist. Wenn aber deine Aufmerksamkeit ein negativer Verstärker ist, dann wäre es ja umgedreht. Den Fall, den du vorhin beschrieben hast, das ist ja Extinktion bei negativer Verstärkung. Ich hätte noch eine Frage, und zwar geht es um diese Warum-Fragen, bei Kindern vor allem. Mich würde da mal interessieren, du sagst ja, diese Warum-Fragen sind vor allem auch bei Kindern oder sowas. Sie wollen kommunizieren, sie wollen die Aufmerksamkeit haben. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit einem Kind spreche und das Kind fragt mich, warum, und ich weiß aber, es weiß eigentlich die Antwort drauf und fragt aber das trotzdem immer wieder aus Gewohnheit. Wie reagiere ich denn da drauf am besten, ohne das Kind blöd dastehen zu lassen? Oh, praktische Ratschläge sind immer ganz gefährlich, weil wenn ich dir jetzt irgendwas sage und du machst es dann und dann klappt es nicht, dann bin ich schuld gewesen. Das ist klar, aber mich würde einfach mal interessieren, wie das auf das Kind ausschauen würde. Also man muss immer sagen, Theorie das eine, Praxis das andere. Das Kind fragt dich immer wieder warum und du antwortest immer wieder drauf, weil du als progressiver Erwachsener weißt, man soll Kinder ernst nehmen und so weiter. Dadurch erhältst du das aufrecht, aber du hast irgendwann den Verdacht, das Kind weiß eigentlich die Antwort schon und es fragt deshalb warum, weil es den Effekt mag. Die springt über Stöckchen gewissermaßen. Das funktioniert. Wenn ich warum frage, antwortet sie immer gleich. Wäre ja theoretisch betrachtet die richtige Reaktion Extinktion. Das heißt, das Kind fragt eine Warum-Frage und du beschließt, du weißt die Antwort, also antworte ich jetzt gar nicht mehr drauf. Kündigst das vielleicht noch an und sagst, hör mal zu, weil du fragst jetzt laufend Warum-Fragen und ich antworte da jetzt nicht mehr drauf. Gut, dann fragt das Kind vielleicht auch ab und zu mal eine Warum-Frage, wo du sagst, okay, gut, das kann es vielleicht tatsächlich nicht wissen, also sollte ich wieder drauf antworten. Dann hast du wahrscheinlich keine richtige Extinktion, sondern vielleicht, was blöd wäre, eine intermittierende Verstärkung. Das heißt, du würdest es vielleicht unfreiwillig aufrechterhalten, außer du kannst wirklich trennscharf hinkriegen, dass du nur die Fragen beantwortest, wo das Kind tatsächlich nicht weiß, was die Antwort ist. Ne? Das kannst du aber nicht wissen, weil du nicht alles weißt und insofern ist da ein gewisses Risiko einer intermittierenden Verstärkung. Insofern wird mein Rat, wenn du jetzt einen praktischen Rat willst, eigentlich in die andere Richtung gehen, jetzt nicht zu sagen, so vorrangig auf Extinktion zu setzen, sondern, das steht ja auch im Buch drin, was die gute Alternative ist zur Extinktion, differenzielle Verstärkung anderen Verhaltens. Das heißt, wenn das Kind nicht gerade Warum-Fragen stellt, sondern andere Sachen macht, wo du gut drauf eingehen kannst, dass du auf diese Sachen eher eingehst und versuchst, die Warum-Fragen zumindest auf einem niedrigeren Niveau nur noch zu verstärken. Also nicht mehr alle Warum-Fragen zu beantworten, sondern die Warum-Fragen seltener zu beantworten, aber begleitet mit differenzieller Verstärkung von anderen Fragen, anderen Aktivitäten, die das Kind mit dir anfangen möchte. Also gerade wenn wir unterstellen, das Kind möchte soziale Interaktion mit dir haben, man muss auch immer sagen, Kinder sind jetzt nicht immer nur so, dass die Aufmerksamkeit haben, sondern die freuen sich auch manchmal drauf, dass Leute das machen, was es möchte. Das ist auch so eine Entdeckung. Ich habe einen Enkel, der ist 2 Jahre alt und der hat entdeckt, dass er durch bestimmte Kommandos Leute dazu bringen kann, was zu machen. Meine Frau hat erzählt, die waren euch mit ihm auf dem Spielplatz und da ist so eine Wasserpumpe und der kann schon schön Wasser sagen und der steht dann und sagt Wasser und die Erwachsenen und die größeren Kinder, die da stehen, die betätigen dann immer schön die Pumpe. Der braucht gar kein Wasser, aber das freut ihn gewissermaßen zu sehen, dass die Leute da was machen, was er haben möchte. Das kriegst du schwer raus. Das ist ja eine Art Funktionslust, die da eintritt bei dem Kind. Das andere ist aber, dass es natürlich auch vielleicht Spielen, Interaktion, Aufmerksamkeit ist und dann muss man einfach für andere Dinge sorgen und nicht einfach nur ignorieren. Also nur ignorieren wäre vielleicht perfekte Extinktion in dem Fall jetzt mal, aber wird dazu führen, dass das Kind wahrscheinlich irgendein anderes problematisches Verhalten zeigen würde. Also dann lieber darauf achten, was mag ich denn gern, dass das Kind tut und darauf gehe ich dann vor allen Dingen aus und das Kind kriegt dann auch genug Aufmerksamkeit, Interaktion, Spiel und so weiter von dir, ohne dass es dich ständig mit den Warum-Fragen nervt. Also sprich einfach in dem Fall ein bisschen ablenken. Zum Beispiel. Man will ja dieses Warum-Denken nicht abschaffen. Es geht nur einfach darum, einen Fokus drauf zu setzen auf sinnvolle Fragen oder für uns erscheinende sinnvolle Fragen. Das funktioniert bei Kindern eigentlich in der Regel ganz gut, auch wenn es diese Phasen gibt, dass Kinder lange solche Warum-Frage-Phasen haben. Kann man ein bisschen darauf achten, kann es das Kind jetzt gerade
gerade wissen. So lernt das Kind ja auch ein bisschen selber einzuschätzen. Weiß ich da eine Antwort selber drauf oder weiß ich die nicht selber drauf? Also das kann man tatsächlich auch Kindern beibringen, vornehmlich Fragen zu stellen, wo sie die Antwort nicht wissen. Gibt es schöne Studien zu, auch wenn man ein bisschen durch die Umstände kontrollieren kann das Kind die Antwort jetzt eigentlich gerade wissen. Aber das formt sich mit der Zeit normal heraus. Also in bestimmten Extremfällen ist das nicht der Fall. Wie gesagt, da gibt es dann Studien, wo man das experimentell gewissermaßen auch hergestellt hat, dass man sagt, wir machen jetzt ein Diskriminationstraining, dass das Kind nur noch dann fragt, wenn das Kind tatsächlich die Antwort nicht weiß. In deinem Buch Das Sockenmonster in der Waschmaschine, da schreibst du, glaube ich, dass kognitive Dissonanz recht gut untersucht ist und recht gesichert ist, dass es das gibt. Und ich habe mich gefragt, wie lässt denn sich das verhaltensanalytisch erklären? Kognitive Dissonanz ist aus verhaltensanalytischer Sicht ja, würde ich mal sagen, eine Theorie. Die Experimente, die haben ja ihre Gültigkeit. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist alles Quatsch, aber der theoretische Unterbau gewissermaßen dieser Experimente, den würde ich jetzt stärker anzweifeln, als ich ihn übrigens noch angezweifelt habe, als ich das Buch geschrieben habe. Das war noch ein bisschen früher. Ich würde jetzt auch ein anderes Beispiel dafür nehmen, aber das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich würde jetzt nur nicht mehr diese Erklärung dahinter so sehen. Ich musste jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt nicht eine verhaltensanalytische Alternativerklärung für das, was der Festinger unter kognitiver Dissonanz aufgefasst hat. Müsste man an einem konkreten Einzelfall vielleicht mal besprechen, dann kann man natürlich überlegen, was gäbe es da für andere Mechanismen. Das habe ich in dem Buch Understanding Behaviorism von William Baum, glaube ich. Der hatte irgendwie die Self-Perception Theory, glaube ich, erwähnt. Bei Wikipedia gibt es auch einen Eintrag dazu. Das ist jetzt, glaube ich, nicht vollständig erklärt, aber es ist schon mal so ein Einstieg. Ich erinnere mich dunkel, ich habe das Buch auch gelesen vor einer Weile. Das ist ein sehr schönes Buch, Einführung in Behaviorismus. Aber ich muss sagen, ich kann es jetzt nicht so schnell aus dem Hut zaubern. Wie gesagt, als Verhaltensanalytiker lehne ich jetzt die Psychologie nicht ab. Die Psychologie hat viele tolle Experimente und viele Phänomene beschrieben. Ich würde sie vom theoretischen Erklärungsrahmen her vielleicht anders einsortieren als die Psychologen. Man sollte durchaus wahrnehmen, was auch in anderen Wissenschaften oder in anderen Zweigen der gleichen Wissenschaft gemacht wird. Das ist von dem Psychologen Daryl Bam anscheinend. Weil du eben noch gesagt hast, dass es doof wäre, wenn man das Warum-Fragen extinguieren möchte, das Sinnlose, und dann mit intermittierender Verstärkung verursacht. Also ich glaube, in irgendeinem Buch hat Skinner geschrieben, dass die intermittierende Verstärkung so extinktionsresistent ist, weil sie eben der Extinktion so ähnlich ist. Und da habe ich mich gerade gefragt, es muss doch aber irgendwo so eine Art Grenze geben, ab wann irgendetwas eigentlich nicht mehr wirklich als Verstärkung durchgeht. Weil wenn ich jetzt nach 10 Jahren einmal ein Verhalten verstärke, dann heißt es ja jetzt nicht, dass die Person das im Laufe des Lebens immer wieder zeigen wird, weil ich das so dermaßen unregelmäßig verstärkt habe. Das ist ja ein Resultat der Lerngeschichte, die Extinktionsresistenz. Du kannst ja nicht, wenn wir so die klassischen Skinner-Experimente nehmen, mit einer Taube oder einer Ratte anfangen und von vornherein sagen, die kriegt nur jedes 100. Mal ein Futterpellet, wenn sie auf den Hebel drückt. Das wirst du nie hinkriegen, sondern man fängt ja mit kontinuierlicher Verstärkung an und dünnt es nach und nach immer weiter aus. Und das lässt sich in der Tat bei verschiedenen Organismen ziemlich weit ausdünnen, sodass, wenn du nur Momentaufnahmen von Verhalten siehst, dann oft unerklärliches Verhalten siehst. Stell dir vor, du kommst in ein Labor rein und siehst eine Ratte wie blöd auf den Hebel drücken über Minuten hinweg und du siehst nie ein Futterpellet reinfallen, dann fragst du dich natürlich, warum macht die das eigentlich? Und das ist ja ein Resultat der Lerngeschichte, dass man die nach und nach dazu gebracht hat, dass sie es toleriert, nur noch alle paar Minuten, und wenn du gerade in den Minuten da reinguckst, siehst du eben nie ein Futterpellet dran, dass die nur noch alle paar Minuten einen Verstärker kriegt. Und genauso können es Menschen auch lernen, sehr lange diesen Verstärkeraufschub hinzukriegen, vielleicht weil zum Teil auch weniger sichtbare Verstärker wirken, also so eine sehr subtile Form sozialer Anerkennung für irgendwas wirkt und du diesen Verstärker dann tatsächlich sehr, sehr selten kriegst und es trotzdem tolerierst, diesen Verstärker lange Zeit, weil wir gerade den William Baum erwähnt haben. Das ist auch das, was er betont. Wir dürfen nicht immer so Momentaufnahmen nur sehen, sondern wir müssen eigentlich immer die Lerngeschichte, die Vorgeschichte sehen. Dann können wir nämlich verstehen, warum drückt eine Ratte immer nur, wenn es rote Licht brennt, auf dem Hebel. Das hat nichts damit zu tun, dass das rote Licht das irgendwie auslöst, sondern das ist ein Resultat der Lerngeschichte dieses Organismus. Und die Frage, wann ist denn so die Grenze zwischen intermittierender Verstärkung, also ganz selten stattfindender Verstärkung, zu kompletter Extinktion, das ist davon abhängig, wie die vorherige Lerngeschichte war. Also ich glaube, ich habe das Beispiel auch im Buch drin, wenn mein Auto bisher immer angesprungen ist und irgendwann ist der Motor kaputt, dann findet Extinktion des Schlüsselumdrehens bei mir ziemlich schnell statt. Dagegen, wenn ich ein Auto habe, das sowieso nur so ab und zu mal zufällig anspringt, dann dauert es ziemlich lang, bis bei mir Extinktion eintritt. Das ist Resultat meiner Auseinandersetzung mit diesem Auto über die vorherigen Monate und Jahre, die ich
ich das schon habe. Also theoretisch könnte man das ewig weit ausdünnen mit ewig viel Zeit, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Also es stößt an Grenzen. Also das muss man auch sagen, das ist ja eigentlich nur richtig tierexperimentell sauber untersucht worden. Also ich wüsste jetzt nicht absolute Zahlen zu nennen, aber du kannst eine Ratte oder eine Taube wirklich dazu bringen, sehr, sehr lange irgendwas zu machen, ohne dass die einen Verstärker bekommt. Ich meine, das kann irgendwann abbrechen, das liegt aber auch dran, die ermüdet auch darüber, dass die immer wieder da drauf pickt oder da drauf klickt auf diesen Hebel. Insofern, ob es theoretisch unendlich ist, das wüsste ich jetzt nicht zu sagen, aber ich glaube, anekdotisch bei Menschen kann man beobachten, dass manche Leute ein Verhalten sehr, sehr lange zeigen, obwohl sie eigentlich nur ganz wenig oder fast nie Verstärker dafür bekommen. Wobei du in der angewandten Situation bei Menschen nie ausschließen kannst, dass es noch andere Quellen der Verstärkung für irgendein Verhalten gibt, die dir verborgen bleiben. Also warum schreibt immer irgendjemand Blogbeiträge, obwohl die nie jemand liest oder sowas? Das kann sein, dass die schon ganz selten mal verstärkt werden, dass da jemand rückmeldet, toller Beitrag in deinem Blog. Kann aber auch sein, dass das noch andere Funktionen hat, dass dem Blogartikelschreiber, ich kann da ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man selten Rückmeldung kriegt, dass das jemand gelesen hat, dass man die allein deshalb schreibt, weil man sagt, es erfreut mich, mein eigenes Geschreibse zu sehen im Internet, wenn ich es aufrufe. Auch das ist ja eine Form des Verstärkers, ohne dass dafür jemand explizit als Leser mir ein Lob aussprechen muss, dass er das gelesen hat. Also bei Tieren kann man es tatsächlich sehr weit rausziehen und dann ist immer so die Frage, ist es jetzt vor Erschöpfung zusammengebrochen oder ist da Extinktion angesetzt? Es hat sein lassen. Vor allen Dingen, wenn das Tier dann irgendwann wieder in eine Situation kommt, dass es dann trotzdem wieder anfängt, also dass das sehr lange dauern kann. Das ist so die Aussage dazu. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es prinzipiell unendlich ist. Das stößt ja an die organischen Grenzen. Zum Thema Wissenschaftlichkeit der Verhaltensanalyse, also was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, war, dass diese Verstärker so definiert werden, dass das Verhalten dann zunimmt, nachdem Verstärker gegeben wurde. Also muss das ja ein Verstärker gewesen sein. Das sehe ich das Problem, wie kann man dann, wenn die Verhaltensanalyse nicht stimmen würde und wir uns alle bisher getäuscht haben, wie könnte man die denn widerlegen? Was du ein bisschen damit ansprichst, ist dieser Vorwurf der Zirkularität. Warum ist es ein Verstärker? Weil das Verhalten jetzt häufiger auftritt. Warum tritt das Verhalten denn häufiger auf? Weil da ein Verstärker drauf gefolgt ist. Dazu muss man sagen, die zweite Art und Weise, wie ich jetzt gerade gesprochen habe, die ist falsch. Also ich kann nicht sagen, das Verhalten tritt häufiger auf, weil ein Verstärker gefolgt ist, sondern ich nenne es ja deshalb ein Verstärker, weil das Verhalten häufiger auftritt. Dieses Zirkuläre ist sowieso ein Resultat jeglicher Definition. Ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Einen unverheirateten Mann nennt man Junggesellen. Das haben Nominaldefinitionen so an sich. Und das Problem mit der Zirkularität ist, wenn ich wirklich meine, dass Verstärker eine Erklärung ist für Verhalten, also dass ein Verhalten häufiger auftritt. Es ist eine Beobachtung, die ich mache. Wenn dieses Ereignis in kontingenter Weise auf das Verhalten folgt, dann tritt dieses Verhalten häufiger auf und diesen ganzen Vorgang nennen wir dann Verstärkung. Was dich da beunruhigt, was ich absolut nachvollziehen kann, weil wie lässt sich denn das überhaupt dann widerlegen? Weil ich kann ja dann immer wieder sagen, weil das Verhalten häufiger auftritt, wird es wohl von einem Verstärker aufrechterhalten. Das wäre in der Tat unwiderlegbar im Sinne Poppers. Ich sage, ich habe festgestellt, ein Verhalten tritt häufig auf und ich weiß, dass wenn Verhalten häufig auftritt, dann wird es irgendwie verstärkt oder sowas. Das ist eigentlich die falsche Vorgehensweise. Ich müsste also dieses Ereignis, was ich danach Verstärker nennen könnte, identifizieren. Experimentell kann ich das, indem ich das wegnehme. Wenn ich sage, irgendein bestimmtes Ereignis ist ein Verstärker, dann kann ich ja überprüfen, ob das ein Verstärker ist, indem ich das Ereignis wegnehme und wenn dann Extinktion eintritt, also das Verhalten seltener auftritt, dann habe ich den Nachweis erbracht, dass es tatsächlich der Grund war, warum dieses Verhalten häufiger auftritt. Insofern, das hat was damit zu tun, in welcher Art und Weise ich dieses Begriffsfeld mit Verstärker da benutze. Umgedreht zu sagen, ein Verhalten tritt häufig auf und deshalb muss es wohl verstärkt werden, wäre falsch. Aber den Nachweis zu erbringen, zu sagen, wenn ich auf ein Verhalten kontingent ein bestimmtes Ereignis folgen lasse, dann tritt es häufiger auf und darum nenne ich dieses Ereignis dann Verstärker. Das ist durchaus in Ordnung, weil ich kann ja dann auch den Gegenbeweis antreten. Das Ereignis lasse ich nicht mehr kontingent auf das Verhalten folgen und jetzt tritt es wieder seltener auf. Ich kann dann in diesem ABA-Designs ja schön, mal passiert's nicht, ob ich jetzt kontingent verstärke oder nicht. Das kann ich ja schön experimentell belegen. Also diesen Verdacht Unwiderlegbarkeit hatte ich am Anfang auch, habe dann aber irgendwann verstanden, nee, ich darf das ja nicht umgedreht machen. Ich darf nicht aus der Häufigkeit eines Verhaltens darauf schließen, dass ein Verstärker das aufrechterhält. Es gibt ja durchaus Verhaltensweisen, die werden nicht verstärkt und treten in bestimmten Situationen sehr zuverlässig auf. Wenn der Arzt mir mit dem Hämmerchen so unter die Kniescheibe draufhaut, dann schnellst mein Knie nach vorne und trotzdem würde ich nie sagen, dass da irgendein Verstärker am Werk ist, sondern das ist ja ganz eindeutig respondentes Verhalten, da gibt es keinen Verstärker. Also das ist ein weites Feld, wie man das erklären soll mit diesen Verstärkern.
stärker wieder benutzt wird. Was ein bisschen hilft dabei, so erkläre ich es den Studierenden bei mir auch immer, ist sich mal bewusst zu machen, sowas wie Verhalten und Verstärker, das wird in der Verhaltensanalyse relational erklärt. Das heißt, ein Verstärker ist nur ein Verstärker in einer bestimmten Kontingenz, also in einem bestimmten Verhältnis zu einem bestimmten Verhalten, wiederum bei einer bestimmten Person, in bestimmten Situationen. Also es ist stark von der Beziehung abhängig. Verstärker sein ist nicht die intrinsische Eigenschaft eines Gegenstandes zum Beispiel. Das Bonbon ist kein Verstärker, sondern das Geben eines Bonbons kann in bestimmten Situationen dazu führen, dass dieses Verhalten häufiger auftritt und dann nennen wir es Verstärker. Relationale Begriffe sind übrigens, also wenn dich dieser philosophische Aspekt interessiert, was ist ein Planet? Ein Planet ist ein Himmelskörper, der um einen Stern kreist, diese Umlaufbahn freigeräumt hat und so weiter, hat er die Internationale Astronomische Union definiert, was ja zur Folge hat, dass der Pluto keiner mehr ist. Und diese Definition ist nur in Bezug auf einen Stern ein Planet. Wenn kein Stern da ist, dann ist das kein Planet. Das ist ein relationaler Begriff. Ein Verhalten ist etwas nur dann, wenn es in Bezug auf bestimmte Umweltereignisse auftritt. Wie sehe denn dann rein theoretisch ein Experiment aus, was die Chance hätte, die Verhaltensanalyse zu widerlegen, wenn wir jetzt mal von den Verstärkern weggehen? Und was wäre dann das Ergebnis des Experiments, dass man dann sagen könnte, jetzt ist das aber widerlegt? Die Verhaltensanalyse wäre widerlegt, wenn du all diese klassischen Experimente replizieren würdest und feststellen würdest, die Ergebnisse, die da beschrieben werden, die treten nicht ein. Dann würdest du ja nicht die Verhaltensanalyse an sich oder den radikalen Behaviorismus, der dem zugrunde liegt, widerlegen. Das ist ja immer eine philosophische Position. Aber du könntest natürlich einzelne Ergebnisse der Verhaltensanalyse widerlegen, indem du Experimente replizierst. Der Kern der Wissenschaftlichkeit ist eigentlich, dass ich etwas wiederholen kann. Das heißt, wenn du genauso vorgehst wie der Skinner und du das dann eben nicht wiederholen kannst, dass das gleiche Ergebnis eintritt. Ich meine, wenn du das nur machst, könnte man immer noch überlegen, okay, du hast vielleicht irgendwas falsch gemacht, aber wenn viele verschiedene Leute dir das wiederholen und die halten sich genau an die Vorgaben und so weiter, nicht replizierbare Ergebnisse wären eine Widerlegung der Verhaltensanalyse. Und da schneidet eigentlich bislang die Verhaltensanalyse recht gut ab. Es gibt aber auch in der Verhaltensanalyse in einzelnen Bereichen Ergebnisse, die sich dann nicht replizieren lassen, wo man sagt, nee, das hat man sich nicht so vorgestellt. Hat erst kürzlich auf einem Workshop in Norwegen mit Kollegen gesprochen über das Thema eben Replikation und da hat auch eine Kollegin von mir vorgestellt, eine Studie, wo sie eben ein ziemlich bekanntes Ergebnis experimentell verhaltensanalytischer Forschung nicht replizieren konnte, sodass man jetzt erst nochmal gucken muss, stimmt das wirklich, diese Sache? Also eine misslungene Replikation oder nicht nur eine, sondern eine deutliche misslungene Replikation, wo irgendwann die Erklärung, naja, da hat nur was falsch gemacht, irgendwann unglaubwürdig wird, die wäre tatsächlich eine Art Widerlegung, wo man sagen muss, das stimmt so wohl nicht. Die Verhaltensanalyse als Ganzes, das ist ja eher sowas, wie wenn du mich jetzt fragen würdest, wie kann man die Biologie widerlegen oder wie kann man Psychologie widerlegen, würde ich sagen, gar nicht, aber man könnte einzelne Ergebnisse und Gesetzmäßigkeiten, die da rausgekommen sind, widerlegen. Gibt es irgendwelche Phänomene, die die Verhaltensanalyse überhaupt noch nicht erklären kann, wo es nicht mal eine Idee gibt, wie das funktionieren könnte? Also es gibt viele Bereiche, die sehr interessant sind, wo ich sagen muss, da hat bislang auch nur die kognitive Psychologie was zu sagen dazu. Im Bereich der Verhaltensanalyse gibt es da noch zu wenig für. Also ich finde das immer sehr interessant, wenn Verhaltensanalytiker, so wie der Henry Schlinger zum Beispiel, sich mal dran wagen, Sachen zu interpretieren, die die Psychologie bislang nur interpretiert hat und mal zu sagen, wir wollen das mal zurückführen auf die verhaltensanalytischen Grundlagen. Wie könnte man das erklären? Das ist immer ein bisschen zweischneidig, weil es so ein bisschen nach dem Motto verläuft, ich habe das Experiment nicht gemacht, aber ich könnte das Ergebnis auch erklären. Es mangelt einfach und da ist ein bisschen schon die Armut an Wissenschaftlern und an Universitäten, die da zu forschen, bemerkbar. Es mangelt in Bereichen wie Emotionen noch an guten Experimenten im Bereich der Verhaltensanalyse, wobei es da schon theoretische Ansätze gibt. In letzter Zeit immer wieder interessante Sachen gelesen über Emotionen und diese etablierenden Operationen, was ihr vorhin auch schon mal angesprochen hat, dass die sehr stark damit was zu tun haben, dass Emotionen starken Bezug haben zu diesen etablierenden Operationen. Was ich sehr interessant finde, weil ich es vor meiner intimeren Kenntnisnahme der Verhaltensanalyse sehr interessant fand, das sind diese ganzen kognitiven Täuschungen, auch so Sachen wie Ankereffekt, Bestätigungstendenz. Wie kann man das verhaltensanalytisch erklären? Und da gibt's, ich selber habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber das sind natürlich nur so Spekulationen, aber da gibt's halt noch keine richtigen schönen Experimente dazu. Was ich bei den Verhaltensanalytikern wieder ganz nett finde, dieses Spiegelexperiment, also dass Tauben sich im Spiegel erkennen können, das finde ich dann immer besonders nett, wenn man sagt, das, was so als Beleg genommen wird für höhere kognitive Prozesse, das kann ich auch herstellen mit Organismen, denen ich jetzt nicht höhere kognitive Prozesse unterstellen würde. Das finde ich dann wiederum interessant. Das wäre eigentlich schön,
schön, wenn dann die Psychologie sowas aufnehmen würde und würde sagen, stimmt, also wenn man das mit Tauben auch machen kann, dann ist zumindest das kein Beleg für hohe kognitive Prozesse. Mich würde jetzt interessieren, Sie haben angefangen damit vorzuschlagen, was man noch für Bücher lesen könnte, wenn man daran Interesse hat. Könntest du da jetzt aus dem Stegreif, aus dem Hut zaubern, was du findest, was am wissenswertesten für dich war? Wirklich Skinners Bücher, also wie gesagt auf Deutsch sehr veraltete Sachen, die mit Vorsicht manchmal zu genießen sind, aber wenn Englisch lesen kein Problem ist, dann sage ich, Skinner schreibt eigentlich sehr schön, vielleicht nicht mit Verbal Behavior anfangen, guter Einstieg Science and Human Behavior, auch About Behaviorism als Einstieg eben in den radikalen Behaviorismus, finde ich gut lesbar geschrieben, Beyond Freedom and Dignity, vielleicht mit ein bisschen Vorkenntnis von wirklich guten Einführungen in den radikalen Behaviorismus, Conceptual Foundations of Radical Behaviorism von Jay Moore ist ein Buch, wo ich sehr viel draus gelernt habe. Das Behaviorism-Buch von William Baum finde ich auch eine schöne Einführung nochmal in die Philosophie des Behaviorismus. Wenn es so um Einführungen geht in der Art, wie es mein Lehrbuch ist, das ja relativ kurz ist, gibt es im Englischen viele schöne Lehrbücher. Cooper, Heron und andere, ich glaube es heißt Applied Behavior Analysis, da ist wirklich sehr viel drin zur Einführung eben in die angewandte Verhaltensanalyse. Ich mag persönlich die Bücher von Paul Chance, also wie die Chance, der hat Applied Behavior Analysis und Learning and Behavior geschrieben, die lesen sich auch sehr angenehm, finde ich. Relativ hohes wissenschaftliches Niveau, was ich empfehlen kann, aber auch sehr fundiert und sehr interessant, aber auch mehr für die Wissenschaft geschrieben, ist von Charles Catania Learning. Das erste Buch, was ich gelesen habe, so richtig zur angewandten Verhaltensanalyse, das ich auch nach wie vor noch immer empfehlen kann, ist von Miller, Keith Miller heißt er, glaube ich, mit Vornamen, Principles of Everyday Behavior Analysis. Da sind nämlich dann auch viele schöne Beispiele drin, von dem habe ich auch ein paar Beispiele geklaut für mein Buch, also aus dem Alltag. Dieses Beispiel mit Erich Fromm, der mit der Hand über dem Kopf rumwedelt, weil Skinner immer genickt hat. Das ist zwar in einem anderen Beitrag irgendwo ursprünglich berichtet worden, aber ich habe es bei Miller erstmal entdeckt. Also aber wirklich Einführung in die praktische Wissenschaft. Thema, das mich zurzeit sehr interessiert, das sind die Untersuchungsdesigns. Das ist jetzt aber wirklich mehr für die sich an der Forschungsmethodik der Verhaltensanalyse, die eine wirklich sehr ausgefeilte Single-Case-Design-Untersuchungsmethode, das streife ich in meinem Buch ja nur ganz kurz hat. Da gibt es auch viele tolle Lehrbücher, was ich jetzt von einer kürzeren Weile sehr intensiv und sehr gerne durchgelesen habe, von Barlow und anderen Single-Case Experimental Designs. Das ist jetzt aber wirklich für Leute, die sagen, ich möchte sowas vielleicht später auch mal wissenschaftlich machen, wo diese ABA-Designs und Multiple Baselines-Design schön erklärt werden. Aber das wäre jetzt eigentlich wirklich fast alles, was ich so auf die Schnelle sagen kann. Wer das alles liest, glaube ich, der weiß dann bestimmt mehr als ich. Okay. Und vielleicht können wir da noch mit einreihen, deine Seite verhalten.org. Wenn man schon ein bisschen was verstanden hat davon, ist die auch sehr wertvoll, finde ich. Da hast du ja heute auch einige Sachen gesagt, die da draufstehen. So sind diese Webseite und auch das Blog zustande gekommen, weil ich so Sachen gesammelt habe, gelesen habe und dann irgendwann gemerkt habe, da findet man in deutscher Sprache eigentlich gar nichts zu, dass ich mal so angefangen habe, mehr oder minder meine Exzerpte eigentlich aus dem, was ich gelesen habe, mal irgendwo online zu stellen, damit sie auch anderen zur Verfügung stehen. Und wenn es jetzt Leute finden, ist das natürlich der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart und dann bis zum nächsten Mal.